wir das haben, weil ihr braucht hier eine ganze Versen über Spaltung. Die kann ich nicht aus dem FF. So, 1. Korinther Kapitel 12, Vers 14. Wir wollen uns erheben und ehrfurcht im Wort des lebendigen Gottes. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn aber der Fuß spreche, weil ich keine Hand bin, darum gehöre ich nicht zum Leibe, so der er deshalb nicht zum Leibe gehören. Und wenn das Ohr spreche, weil ich kein Auge bin, darum gehöre ich nicht zum Leibe, so dass deshalb nicht zum Leibe gehören. Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, ein jegliches von ihnen am Leibe, wie er gewollt hat. Wenn aber alle ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Es kann das Auge nicht sagen zu der Hand, ich bedarf deiner nicht. Oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich bedarf eurer nicht. Sondern vielmehr die Glieder des Leibes, die uns scheinen, die Schwächeren zu sein, sind die nötigen. Und die uns scheinen, die weniger Erbaren des Leibes zu sein, die geben wir mit besonderer Ehre. Und die Unanständigen an uns, die haben umso größere Anständigkeit. Denn die Wohlanständigen an uns bedürfen es nicht. Aber Gott hat den Leib so zusammengefügt und dem geringeren Glied größere Ehre gegeben, damit nicht eine Spaltung im Leibe sei, sondern die Glieder füreinander die gleiche Sorge tragen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und Glieder ein jeglicher nach seinem Teil. Und Gott hat etliche in der Gemeinde gesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, danach Wundertäter, danach die Gaben der Heilung, der Hilfe, der Führung, Arten von Zungenreden. Sind alle Apostel, sind alle Propheten, sind alle Lehrer, sind alle Wundertäter, haben alle Gaben der Heilung, reden alle in Zungen, können alle auslegen. Strebet aber nach den besseren Gaben. Ich sage euch noch einen weit köstlicheren Weg. Beten wir. Vater, danke, o Vater im Himmel, für dein Wort. O himmlischer Vater, deine Führung. Herr, du bist so gut und wunderbar. Und was du machst, ist richtig. O himmlischer Vater, immer. Und ich preise dich, danke dir, dass wir dich vertrauen dürfen und können, o Herr. Du bist einfach wunderbar. So, Vater, rede mit uns heute Abend. Wir brauchen dich. Zeige uns, himmlischer Vater. Oh Herr, wie wichtig es ist, in dem Leib zu sein und unsere Funktion, oh Herr, zu erfüllen. In Jesu Namen. Amen. Dann kann man ruhig sitzen. Nun, wir sollen nicht in Unwissenheit sein. Wir sollen wissen, dass wir Heiden waren. Aber der Herr hat uns eingepfropft in dem Leib Christi durch den Heiligen Geist. Der Herr hat durch seinen Geist die Gaben verteilt, setzt uns in den Leib, wie er will. Nun, der Geist wird gegeben, wenn der Herr Jesus verherrlicht wird. Und das ist wirklich wichtig. Johannes 7, 39. Das sagt er aber von dem Geist, welchen die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn der Heilige Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Nun, der Geist kommt, wenn der Herr Jesus verherrlicht wird. Verherrlichst du ihn? Oder geht es um dich? Das Problem in Korinther, es ging alle um ihre Gaben. Und da kommt Spaltung. Da kommt Probleme. Nein,
Weißt du, ich mag es nicht in Deutsch so, aber der Ich muss wirklich klein geschrieben. Wenn der Herr Jesus nicht verherrlicht wird, es geht um deine Gaben, dann was? Sagt ja auch, wer abwesend ist. Der Heilige Geist. Der Heilige Geist wird denen gegeben, die ihm gehorchen. Apostelgeschichte 5, 32. Wir sind seine Zeugen über diese Worte. Und der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Also er gibt den Heiligen Geist zu denen, die ihm was? Gehorchen. Es ist nicht aus Werken, Gott ist gnädig. Wir sind nicht vollkommen, aber es setzt dich wieder Gott und seinen Willen. Hey, der Heilige Geist ist nicht da. Es wird gedämpft. Also wir halten das, was wir gelernt haben, war was? Die den Heiligen Geist gefolgt haben. Also man sieht, vielleicht könnte man wirklich, ich kann mir vorstellen, Oma Giesel wäre hier, oh, der Messer liegt da, der Messer liegt da, der Messer liegt da. Aber hat keine Ahnung, sie muss von Neuem geboren werden. Und der Heilige Geist muss ihr Herz eröffnen. Das haben wir, weil sie gehorcht haben im Heiligen Geist. Das Lydia. Weißt du, Gott öffnete ihr Herz. Wir können das nicht bringen. Das bringen wir nicht. Nun, Lukas 11,13, Gott, eigentlich gehorchst du ihm, gehorchst du Gott. Gott gibt dem Heiligen Geist denen, die ihn bitten. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Wisst ihr, man muss um den Heiligen Geist bitten. Und der Herr wird ihn geben. Ja? Und ich muss mal echt sagen, ich bin darunter. Ey, wenn du bist nicht darunter, demütige dich. Und wenn ihr, die ihr doch böse seid, manchmal man möchte gute Gaben für die Kinder, weil sie meine Kinder sind. Weil sie dürfen nicht außen vor sein. Oder Arme. Es sind so viele Gründe. Oder? Naja, wenn du die ganze Woche weg bist in Urlaub, nervst du mich nicht. Die ihr doch böse seid. Nicht um die Gute, was gut ist für den Kind, sondern was für mich ist. Und man möchte gute Gaben geben und der Herr noch mehr. Und so, man muss einfach um den Heiligen Geist bitten. Weil der Geist ist der alles in den Leib zusammenfügt. Nicht uns. Es geht wirklich nicht. Ich war dabei. Ja? Und wir haben gesagt, da bist du unehrlich, wenn du so zickzack bist. Ich war ehrlich. Was sind deine Gaben? Du musst die bekennen. Du musst die erkennen. Ich hatte einen Zickzack. Bist du gut mit Leuten oder bist du lieber alleine? Und ich habe manchmal beides. Es ging manchmal nach der Laune. Ich war total ehrlich. Und ich hatte einen Zickzack. Es geht nicht über deine Begabung, es geht über was Gott sagt und was er will. Ja? Und wir werden mal sehen. Weißt du? Hey, es sind zwei Teile des Leibes und wir schauen die an. Vergesst nicht. Weißt du, wie wichtig diese zwei Teile sind. Und ohne die hast du Probleme, wahrhaftige Probleme.
Vergesse nicht, dass ich das gesagt habe, weil wir kommen darauf hin. Nun schauen wir, was den Geist macht. Ein Leib, das ist die Gemeinde, viele Glieder, uns, aber die gleiche Sorge. Nun, hier ist dann wirklich für unsere ganze logisch denkende, verständige Menschen. Also der erste Teil ist so logisch und wirklich sehr viel kann ich nicht dazu sagen. Schau mal Vers 14. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Weißt du, der Leib ist ein. Ja, ich habe hier was ein. Aber ich habe viele Glieder. Hey, weißt du, wirklich? Das kommt komisch für Frauen, ja? Ich musste wegen was meine Armachsel hier rasieren. Ich habe 57 Jahre auf die gearbeitet. Nicht einmal im Leben. Weißt du, Gott gibt uns sogar die Haare. Es gibt einen Grund dafür. Muss man aufpassen, was man wegrasiert. Das sind wahrhaftige Gründe für alles, was wir haben, was Gott gegeben hat. Und der Leib ist ein, aber doch nicht. Und die Sache ist egal wo du bist in dem Leib Christi, wir brauchen keine Egoisten. Ja? Lass mal vorstellen, ich mache das nicht, aber einer von deinen Fingern, der denkt, er ist der wichtigste Finger. Und er zeigt sich alle Leute. Und dann jemand hat mir das einmal gezeigt, aus der Gemeinde in Bördersdorf, und ich habe das Kind gesagt, ey du sagst mir das noch einmal, ich breche es ab. Und dann sag mal deinem Papa, ich breche seins auch ab. Ich denke, er hat nie wieder mit mir gesprochen. Ja? Und es gibt ja irgendjemand, der sagte mal, kann mich noch erinnern, Joey Wood hat das getan. Der kam, der hat mal einen gebrochenen Mittelfinger. Der sagte, aha, hast du jemand das gezeigt? Ha? Das gefiel ihm nicht. Und er guckt durch. Ja, und alle anderen, oh du Armer. Ich wusste ganz genau, was der freche Bengel gemacht hat. Ja? Weißt du, zeigst du mal immer, denn hey, es wird, ja, irgendjemand sagt, das gefällt mir nicht. Nun, schau mal, wenn aber, guck mal, Vers 15, aber durch Fußsprecher, weil ich keine Hand bin, guck mal hier, Fuß, ja, Hand. Darum gehöre ich nicht zum Leibe. Soll er deshalb nicht zum Leibe gehören? Ehrlich gesagt, was kann man so sagen? Das ist dumm, oder? Ja? Und wenn das Ohr spreche, was? Weil ich kein Auge bin, darum gehöre ich nicht zum Leibe. Ja? Weißt du, der Ohr hat eine ganz andere Funktion als Auge. Ja? Soll er deshalb nicht zum Leibe? Ja? Und wenn der ganze Leib Auge wäre, weißt du, ich kann mich noch erinnern, weißt du, das gibt Gedanken, die kommen zu mir in den letzten Wochen, Erinnerungen und so. Interessant, schön, weil, weißt du, ich habe mal mit den Kindern gelesen, so oft, weißt du, wir haben mal hier das mit Zwie, mit Daniel und Gabriel sehr viel, und auch mit Richard Löwenherz mit den zwei, aber ich habe mit den ganzen Kindern hier ein Äuglein, zwei Äuglein und drei Äuglein. Die drei Töchter von irgendeinem Ritter. Ja? Da kannst du dir mal vorstellen, du heiratest drei Äuglein? Ja? Was wäre das hier mit den, irgendwie in so einem Comic, es ist so irgendwie eine Figur und es ist nur Augen. Und das ist ein Ungeheuer, oder? Ja? Das ist, wenn eine ganze Leib Auge wäre. Wie kannst du mal hören? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bleibe der? Geruch. Hey, du musst mal das wahrhaftig und verständig sein. Du brauchst nicht alles zu hören. Ja? Kann
mich noch erinnern, wo das kam, weißt du? Alles, was die US-Regierung sagte über die andere Regierung und die anderen Leute in der Regierung. Weißt du, da gibt es so einen Text, der blöde Fettsack und solches Zeug. Ja? Und die Deutschen in der Regierung, die waren gar nicht beleidigt. Weißt du warum? Die waren in dem Sinne verständig, vernünftig. Das machen die auch. Dass wir mit dem blöden Mann hier arbeiten mussten, ja. Du brauchst nicht alles zu hören und zu wissen, was allerlei Leute sagen. Das wäre ganz doof. Aber es wäre mal gut, wenn du riechen kannst, es brennt. Ja? Und hier ist die Sache, Vers 18. Wer bestimmt alles? Das ist, was wichtig ist. Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt. Ja? Weißt du, das Beste ist, weißt du, die Evolution wäre mal was, die Nase andersrum setzen. Wie wäre es, wenn es andersrum wird? Du wirst ertrinken. Es regnet in deiner Nase. Oder? Es regnet doch rein. Da hast du zwei, ja? Hey, Gott hat alles gesetzt und vernünftig an der richtigen Stelle. Kannst du dir vorstellen, richtig? Ja? Du drehst es mal um. Hey, Gott macht das, wie er das wollte. Ein jeglicher von ihnen am Leibe, wie er gewollt hat. So, wer bestimmt alles? Und nun gucke mal, Vers 19 und 20. Wenn aber alle ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Muss man das kommentieren? Also, das ist alles logisch. Und wirklich, das geht in den Leib Christi. Sind nicht alle das Gleiche. Darf nicht. Nun, hier geht es um die zwei Sachen. Die Schwächeren, Vers 22 und 23. Sondern wie viel mehr die Glieder des Leibes, die uns scheinen die Schwächeren zu sein, sind die Nötigen. Die uns scheinen die weniger Erbaren des Leibes zu sein, die umgeben wir mit besonderer Ehre. Und die Unanständigen an uns, die haben umso größere Anständigkeit. Hey, was wäre die Leib ohne große Zehen? Man hakt deine zwei großen Zehen ab. Was wird geschehen? Du kannst mal nicht ran, du wirst bumm, ineinander. Und hast du je gemerkt, und Gabriel hier, weißt du, ich habe nicht immer diese blöden Dinge, das ich gestern hatte in Grace, ich habe nicht nur über den großen Zeh, ich habe eine Stufe und eine Stufe. Und meistens poliere ich die Schuhe. Sogar. Das, was wenig unanständig sein soll, was nicht wichtig ist, was bekommt große Ehre. Ja? Und, weißt du, denn die nächste ist, wo es bekommt große, was wäre, wenn du keinen Daumen hättest? Du kannst nicht greifen. Nun, ich kann mich noch erinnern, wo der eine, ich war nicht da, da war Weimer ganz schön hier erschrocken. Die wollten beisammen die Finger abschneiden. Also, da kannst du mal deine eigenen Finger abschneiden, was ist los? Denn er hat es so erklärt, ja, das ist mal so scheinbar, dass die ganzen Zähne dort sind kaputt. Und wir schneiden dort rein und machen es sowieso kaputt, muss es. Und sagen wir, hey, der Finger hier braucht man nicht so zum Greifen. Und er erklärte, welche Finger waren. Er sagte, aha, gut, aber wir machen das nicht. Ich sagte, nein, niemals im Leben. Und wir kamen hier nach Deutschland zurück und Professor Schubert hat gesagt, er hat ein bisschen darauf so wie rasiert und bumm, es kam raus. Der eine Finger auf der anderen Hand, das war so, der war das Schlimmste von allen. Und weißt du das, was ist so groß und was ist gut mit den Daumen? Gehst
gehst du mal rüber und weißt du, machst du mal deine Haare. Ein paar soll es ein bisschen besser machen. Ne? Und ja. Und machst du hier so deine Daumen, alles so schön machen. Guck mal, was für eine schöne Daumen ich habe. Hm? Das kannst du mal wahrscheinlich auch hier, Paul, weißt du, kannst mal ein bisschen mehr Gesicht waschen. Das hilft. Ja? Es macht nicht der Haut dünn. Ja? Es hilft ein bisschen. Und? Aber machst du immer so, machst du sicher, dass deine Daumen. Ja? Und so, mach Teil von den Daumen weg oder sowas. Ich weiß wirklich nicht, dass es noch was gibt. Ja? Hey, welche Glieder bekleiden wir und schmücken wir? Weißt du, die Schwächeren. Warum gibt Gott die Geringeren die Ehre? Schauen wir in Vers 24 und 25. Denn die Wohlanständigen an uns bedürfen es nicht. Aber Gott hat den Leib so zusammengeführt und dem geringeren Glied größere Ehre gegeben, damit nicht einer Spaltung im Leibe sei. Das ist, was er nicht will, sondern die Glieder füreinander die gleiche Sorge tragen. Hey, wenn du siehst jemanden, irgendwas fehlt. Gibt es eine Behinderung? Es gibt ein Problem. Zwischen dem Kopf und dorthin funktioniert was nicht. Ja? Was geschieht, wenn es eine Spaltung in der natürlichen Leib gibt? Hey, wir haben ein Bild gesehen. Wir haben da gefragt, warum ist meine Schwester im Rollstuhl? Sie ist einfach hingefallen. Einfach hingefallen. Und plötzlich Teilen von dem Körper reagieren nicht mehr. Das heißt ALS. Das ist stark da. Es war eine Spaltung. Irgendwas reagiert. Was ist das, wenn der Demenz kommt rein? Das funktioniert nicht mehr richtig. Ich rede von der natürlichen Leib. Ja? Man hat sogar was anderes ist. Es gibt eine Spaltung, eine wahrhaftige Spaltung. Aber man hat doch Schmerzen. Denkt man. Phantomschmerzen. Der Bein ist weg, aber man spürt es. Obwohl der Bein nicht da ist. Weißt du, das ist, was geschieht in den natürlichen Leib. Nun, was ist es mit der Gemeinde? Was ist die Gemeinde? Weißt du, in der Gemeinde, 1. Korinther 1,10, Gott will keine Spaltung. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einerlei Rede führt und nicht Spaltung unter euch seien, sondern dass ihr zusammenhaltet in demselben Sinn und in derselben Meinung. Hey, man soll es einfach nicht zulassen. Einfach nicht zulassen. Wirklich. Und hey, der Herr Jesus soll an erster Stelle sein. Manchmal, wenn man nicht eins ist, man soll einfach die Klappe halten. Vielleicht wird man lernen, oh, das habe ich nicht die ganze Tatsache. Ja?
Das ist eine Spaltung in der natürlichen Leib. Weißt du, was geschieht? Die Zunge fängt an zu reden, bevor der Gehirn eingeschaltet ist. Ja? Und das bringt Probleme. Erst Gehirn einschalten und dann reden. Und so ist es. Ich kann mich noch erinnern, da war der Mario Rummel, der ist nicht da, leider. Oh, ihr seid eine Sekte. Weißt du, wir hatten damals den Matt so ein Training geredet. Ich habe ihm gesagt, willst du Gott dienen oder sterben? Ich will Gott dienen, dann musst du abnehmen. Der Arzt hat gesagt, er braucht mal ein Vorrat. Oh, Mario, das war ihm das Vorrat, das war so was. Hey, das hat er gesagt, er wollte das. Und eigentlich, was eigentlich geht es ihm an? Und dass man redet mit allen in der Gemeinde darüber. Hey, das geht uns nicht an. Weißt du, alle haben das gleich gesagt. Ihr seid so eine Sekte. Ja, weil es ging ihm anders an. Ja? Ehrlich. 1. Korinther Kapitel 3, Vers 2. Woher kommen Spaltungen? Weil ihr noch fleischlich seid, denn wenn Eifersucht und Zank und Zwietracht unter euch sind, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Kannst du mal vorstellen, machen wir zwei, die eins sein sollen, okay? Was sollen eins sein? Zwei, die haben die gleiche Position. Was? Die Hände. Die sagen, die rechte Hand, das gefällt mir nicht. Die rechte Hand des Königs. Oh, was ist mit der linken? Ja, weißt du, ja, die sagen, zwei linke Hände. Ich bin auch wichtig. Er sagt, das ist dumm. Es ist dumm. Ja. Eifersucht, Zank, Zwietracht unter euch sind, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Es kommt von was? Von dem Fleisch. Tu mal einfach das, was Gott sagte. Johannes 17. bis 26. Eigentlich fangen wir mit 20 an. Ich bitte aber nicht allein für Sie, sondern auch für die durch Ihr Wort an mich glauben werden. Wir haben ein hohepriesterliches Gebet des Herrn Jesus, auf das Sie alle eins seien. Die wollen wir ein. Das ist sein Wille. Gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, auf das die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, gleich wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, auf dass die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Was will der Vater? Dass wir eins seien. Hey, der Herr zu Ehre. Gehen wir in 2. Korinther 13, Vers 21. Ja, das gibt es nicht so ganz. Vers, warte mal. Das mit den Spaltungen. Das ist so. Ganz falsch hätte er es aufgeschrieben. Ja, nee, 11. Zuletzt, Brüder, freut euch. So, nun hör mal zu. Seid vollkommen. Seid
getrost. Hat allerlei Sinn. Haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Nun, was soll ihr sein? Willkommen. Soll ihr sein? Getrost. Was soll ihr haben? Einerlei Sinn. Wer ist an erster Stelle? Der Herr. Und gehen wir wieder zurück. Da haben wir die gleiche Sorge. Und das ist, was wir benötigen, Vers 25 bis 27. Damit nicht eine Spaltung im Leibe sei, sondern die Glieder füreinander die gleiche Sorge tragen. Sie sollen die gleiche Sorge tragen. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und Glieder, ein jeglicher nach seinem Teil. Nun, was geschieht, wenn ein Glied leidet? Ja, ehrlich gesagt, gab es ein Problem mit dem Fuß. Das geht auf alles. Ich habe es schon gehabt. Ich kann mich noch erinnern. Und wenn was leidet, dann was alle leiden. Und wenn ein Glied geehrt wird, sollen alle sich freuen. Kriegst eine Krone auf den Kopf, deine Füße musst dich hinbringen. Ja? Und hey, was sind wir? Ein Leib. Glieder nach seinem Tag. Hey, kein was. Einzel. Keiner für sich alleine. Nun schauen wir die Ämter an. Vers 28 und 29. Gott hat etliche in der Gemeinde gesetzt, als erstens Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, danach Wundertäter, danach die Gaben der Heilung, der Hilfe, der Führung, Arten von Zungenreden. Nun, erstens, wer verteilt die Ämter? Ja, Gott selber. Gott selber. Ich kann mich noch erinnern, da war ein Mann und er schien immer mit seinem Latein am Ende. Ich meine, immer. Und wir gingen dort in die Gemeinde und er war ganz ruhig. Und alles okay. Ich habe den Pastor gefragt, was ist mit dem? Das ist ganz anders als früher. Ich sage, ja, irgendwann war er der Leiter der Schule und das war er nicht. Er ist jetzt der Leiter für unsere Hausbesuche. Und das ist, was Gott ihm wohl will. Nicht der Leiter der Schule, weil wir das brauchen. Weißt du, man muss mal nach dem, was Gott sagt, hingehen. Weil, weißt du, wenn du der Leiter der Schule bist, sollst du der Leiter der Schule sein und nicht der Leiter für Hausbesucher und auch umgekehrt. Und Gott setzt sie ein, wo er will. Er verteilt die Ämter. Kannst du was haben wollen, aber das ist seine Sache. Ja? Und die Ämter sind aufgelistet. Hast du Apostel, hast du Propheten. Also wir haben alle beide. Und wirklich, wir gehen nicht darüber heute Abend, Apostel des Lammes und ein Apostel als Missionar sind nicht das Gleiche. Die Apostel des Lammes sind was? Die 12. Und dann gibt es Barnabas, Paulus und so weiter und so fort. Die waren Apostel, die waren Missionaren. Und wir haben Agabus gesehen. Was hat er? Er hat die Leute gewarnt. Ein Prophet. Das möchte man nicht mehr. Ja? Man möchte mal hören, wie gut man ist. Und es geht bergab. Es wird eigentlich nicht so gut. Lehrer, Wundertäter, Gaben der Heilung, der Hilfe, der Führung, Arten von Zungenreden. Wir haben mal wirklich das alles, gehen wir mal Markus noch einmal, Markus 16. Wir haben das schon durch, wo es ging. Die Juden was verlangen sie? Ein Zeichen. Und was verlangen die Griechen? Weisheit. Markus Kapitel 16.
Vers 17, die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Teufel austreiben und neuen Zungen reden, Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf die Kranken werden sie die Hände legen und sie werden gesund werden. Also wir haben mal diese ganze Gaben, die da waren und auch in Korinth da war. Und irgendwann sind die verschwunden, wo was Gott nicht mehr mit den Juden als Nation sprach. Was später war, Paulus hat Probleme in seinen Augen höchstwahrscheinlich und konnte er geheilt werden? Ja, der Timotheus hat was mit dem Magen und was sagte Paulus ihm? Trink ein bisschen Wein. Ja? Warum hat er nicht dir die Hände auf ihn gelegt? Und hat er gesagt, ja, hol mal den Wundertäter in die Gemeinde und mach die Hände drauf. Das ist allmählich, weil die Zeichen waren für wen? Die Juden. Ich muss mal echt sagen, fangen wir mal an, wahrhaftig in dieser heidnischen Welt ein anständiger, freundlicher Mensch zu sein. Und nicht nur hervorkommen und zuvorkommen mit Menschen, die was dir bringen können. Ein Mann sagte von dem Marshal Jakob, der war ein Bauer. So, wer war der? Der war der, der die Deutschen besiegt hat. Und der Stalin war sogar am Tisch. Er ging zum Tisch, fing an zu fressen und hat Stalin sogar nicht gegrüßt. Und Stalin hat es geduldet, weil er brauchte den. Und nach dem Krieg hat er ihn abgesägt. Aber hier ist was, du bist zuvorkommend und nett und lieb mit Leuten, die du brauchst. Und andere Leute, wenn du allen nett und lieb und christlich bist. Aber wir werden den weit christlicheren Weg anschauen. Das ist Kapitel 13. Das wäre ein Wunder. Evander Holyfield, der Boxer, hat ein Loch in sein Herz. Benny Hinn hat ihm die Hände aufgelegt und ihn geheilt. Und er hat auch gesagt, gibt es heute Abend eine Frau in der Gemeinde hier für Evander Holyfield. Hat irgendwie eine Ärztin oder irgend sowas geheiratet. Aber er hat 9 oder 12 Bastarden gezeugt. Sogar während der Zeit. Ich sage dir, wenn Gott dich heilt von der großen Krankheit der Unzucht und Hurerei, das ist ein Wunder. Menschenskinder, das wäre was. Wenn man aufhört mit der Hurerei, das ist größer als ein Loch in dein Herz. Ja, muss echt sagen, wenn du bist ein neuer Mensch in Christus, und Bobby Cox, wir unterstützen ihn, seitdem er Knastprediger ist. Wir kennen ihn seit ewig, seit wir in Houston waren. Das einzige Unterschied an ihm ist, er hat weniger Haare. Alles ist gleich. Er ist ein richtiger, guter Bruder. Ein Segen hat auch jetzt eine andere Frau, weil seine Frau ist gestorben. Weil Bobby Cox kam zum Glauben. Er hat einen guten Kumpel gehabt, Gary Britton. Und Gary Britton kam zum Glauben. Und er kam, wo die gearbeitet hat. Und Brother Gary hat nicht mehr geflucht. Sag, was ist los mit dem? Und Brother Gary hat ihm das erzählt. Und er kam zum Glauben. Ja? Das ist ein Wunder. Erhalt deine Zunge. Deine Zunge wird jetzt eine Fremdsprache haben. Ein Wort, die man wirklich so alt ist, dass vielleicht du findest das nicht mehr in ein Wörterbuch. Holdselig. Was bedeutet das? Ja? Guck mal.
Er kann auch vorkommen. Ich werde mal das so machen. Weißt du, wie ich das machen werde, wenn ich komme her? Okay, knie dich hin hier. Ich halte dich von der Sünde der Faulheit. Und aufstehen. Dreh dich um. Ja. Und ja. Da gehst du und guckst, was holdselig heißt. Ja? Ich sage von jeder, egal was man meint, wie gering du bist im Leibe. Ja? Das heißt, ich muss eigentlich sagen, nach Deutsch gesagt, die Blöden sind gering. Du kannst im Internet finden, was du willst. Allen. Ich habe kein Amen gekriegt, aber das kommt. Es stimmt. Und holdselig, um rauszukriegen, was das heißt, kannst du finden, wenn du es willst. Das kannst du finden. Das wäre ein Wunder. Eine holdselige Zunge zu bekommen. Richtig. Ne? Weißt du nun, ich muss echt sagen, wir haben mal so gehört und es ist wirklich interessant. Ich habe mal bei der einen, ja natürlich habe ich was dagegen, weißt du, muss man mit Leuten unterhalten. Und weißt du, ich weiß, ich rede viel. Weißt du, aber es ist nicht, dass ich rede und niemand anderes darf was sagen. Weißt du, Brother Luther hat so mir erzählt, ja, bei uns zu Hause reden da alle auf einmal. Ja, das geht auch, aber naja, sei nicht böse, wenn du was missverstanden hast, oder? Ja, da musst du, hey, das ist nicht böse, hey, so machen die, aber du kannst nicht böse sein. Die haben was gesagt. Wenn alle reden auf einmal, wie kannst du wissen, was der Nächste sagte? Hey, wir reden mit diesen Kanadier und die sind richtig ganz nett und, weißt du, du weißt manchmal, die wollen wohin gehen, wo wir in der Stadt waren, wir haben gesprochen und ihr wollt wohin gehen, ja. Also, die blieben einfach dort stehen, anstatt was zu sagen. Die sind richtig so überhöflich. Menschen sind anders, du musst mal die richtige Balance dort finden, aber du willst mal was, Gehalt, das wäre mal schön. Und dann kommen wir, er fragt, sind alle Apostel? Sind alle Propheten? Sind alle Lehrer? Sind alle Wundertäter? Haben alle Gaben der Heilung? Reden alle in Zungen? Können alle auslegen? Nein. Müssen alle? Nein. Dann soll man da sein, was man ist. Hey. Wenn du eine Daumen bist, können wir greifen. Eine große Zehe, können wir gehen. Ja? Also ich habe das nicht absichtlich gemacht, aber Samuel erlernte, was es hieß, mit Weimer zu arbeiten. Er heißt Weimer und wahrscheinlich es war lange, dass wir das nicht so gemacht haben. Aber mein Schwager, sein Onkel, hat gesagt, ja, dann arbeiten mit deinem Onkel und deinem Bruder, hier dein Onkel und dein Opa, ja. Die Sachen, die fliegen in deine Richtung. Du musst einfach wissen, was es ist. Und dann, wenn du gibst es auf die falsche Seite, es fliegt wieder zurück. Und wir haben mal den Baum gesägt, ich habe einfach warm. Und Samuel war an der falschen Ort. Ja, Baum kam seine Richtung. Jetzt weiß ich, was Onkel Rich meinte. Ja? Hey, wenn man wirklich baut, dann muss doch jemand das bringen. Und ich fragte meinen Vater, weil er ist älter geworden, sagt, brauchst du immer noch? Sagt, nee, jetzt, ich mach mal nur ein Zuschneiden. Aha. Na, hey, ich muss mal sagen, das braucht man unbedingt.
Man nicht hier runter und hoch und runter und hoch. 5-mal, 6-mal, 7-mal. Es dauert Zeit. Jemand, da war so ein anderer, der war eine Verrückte. Ich kannte ihn irgendwo. Und ich war mal, was macht er jetzt hier nach so einer Arbeit? Ich sag, ja, der macht nur Zuschneiden. Ja, okay. Na, wenn man älter ist, man kann nicht so alles. Und so, hey, du musst mal, das wichtig ist, was du magst. Was sagt er? Strebe aber nach dem besseren Gaben. Nun, hier ist es heute Abend. Ja? Ich spiele nicht philosophisch. Gehen wir Kapitel 8, Vers 1. Was aber die Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass wir alle die Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Erkenntnis bläht auf. Liebe baut auf. Liebe sieht das, was gebraucht wird und tut's. Und Erkenntnis weiß das und vielleicht fortzt. Was ist aufblähen? Ja, meine, das ist es. Und das sollst mal wirklich, das ist sehr unangenehm manchmal. Sei denn, du bist der gefurzt hat. Du denkst, das ist das Beste von Gelb und Ei. Ja, und es ist das Faulste von Ei. Ja, ich weiß, wovon ich rede. Kapitel 14, Vers 1. Strebet nach der Liebe und befleißiget euch der geistlichen Gaben, am meisten aber, dass ihr weissagen könnt. Weißt du, wonach sollen wir streben? Nach der Liebe. Und hey, wenn wir weissagen und Zeugnis ablegen, wenn wir singen, wenn wir spielen, sogar wenn es Predigen ist, denn es soll in der Liebe Gottes, was er will, nicht um uns. Schau mal, was für ein guter, großer Prediger ich bin. Ja, ich bin ganz anständig, ich rede über Furzen. Ja? Wir sollen nach der Liebe streben. Hey, glückselig sind die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Und sie sollen satt werden. Und gehen wir in Lukas 10, Vers 42. Kannst du wirklich heute Abend, überlege mal jetzt, kannst du eine Gabe verlieren? Hat Paulus Leute geheilt? Und dann? Warum hat er nicht so ein Taschentuch Timotheus geschickt? Haben die nicht Taschentücher genommen und auf Leute? Hast du das nicht gehabt, Gabriel? Ja, Gabriel war dran. Weiß nicht mehr welche Kapitel, 17 oder? 19, ja. Okay. Er hat es aber nicht getan. Kannst du eine Gabe verlieren? Konnte er Gemeinde gründen hier in Krast? Vielleicht einer. Er sagte, die Gemeinde in Cäsars Haushalt grüßt euch. Aber was hat er normalerweise getan? Er reiste. Er war immer auf Achse. Weißt du, da gibt es vieles, was man verlieren kann. Aber was kann man nicht verlieren? Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil der Welt. Das wird nicht von ihr genommen werden. Hey, die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus können wir nicht verlieren. Sitze bei ihm. Ich muss mal sagen, das wird alles verändern. Ich kann mich noch erinnern, bei der Hochzeit war eine Gemälde von seiner Frau und seiner Mutter. Und ich guckte das immer an. Und die Frau sah so richtig fromm und zufrieden aus. Und sie sah so aus wie eine Frau, die nach Hause kommt und der Junge sagt, Mama, ich will dir was erzählen.
Und sie sagte ihm, du hast dich wohl bekehrt, Junge. Aber sie sah das anderes an sein Gesicht. Nicht, dass er 5, 6 Mal schon probiert hat, sondern Leben ist eingezogen. Sie sah aus wie eine Mutter, die ihren Sohn schreit. Junge, was geschah an so einem Tag? Ich hatte so eine Last am Herzen für dich zu beten. Ich habe die Wäsche draußen aufgehängt. Und ich kniete mich nieder und fing an, für dich zu beten. In der Zeit, ich kann mich noch erinnern, und der eine hat mir gesagt, das haben wir absichtlich getan. Plötzlich die Amis haben blöde, sinnlos geschossen. Gab es keinen Sinn. Und der Mann, der Finger, warum haben sie das getan? Ja, darum, dich aus der Fassung zu bringen. Wusste, wir kriegen die Deutschen aus der Fassung, die können nicht denken. Und wir besiegen die. Ja, psychologisch. Und du hast das wirklich gesehen, aber der Bruder Gilmer konnte ihm auch nicht erklären, warum die das getan haben, und das wollte er nicht hören. Das war immer 50 Jahre später. Aber er hat gesehen, durch seinen Gürtel, da war Geschosse. Sein Bauch gekratzt. Aber nichts ist geschehen. Das ist, wo seine Mutter für ihn gebetet hat. Ja. Einmal hat er den Brief bekommen. Nicht ein zweites Mal. Und ich habe Christian Ordnance gefragt, sag mal, hey, was war das für eine Frau? Sag mal, genau wie es aussah in den Gemälde. So war sie. Sie saß zu den Füßen Jesu. Und diesen Tag war nicht von ihr genommen. Und das kannst du für Jesus, das wird nie von dir weggenommen. Kannst mal allerlei Sachen machen. Weißt du? Gab es einen Mann, James Stewart, der predigte Fußballspiel, und er predigte mit 14 in Glasgow. Am Ende seines Lebens konnte er nicht machen, außer zu Füßen Jesu. Predigen kann vielleicht vorbeigehen. Nun, der weit köstlichere Weg wird in Kapitel 13 gezeigt. Der Weg der Spaltung, der eigene Ich, geht alles kaputt. Das ist, was gefehlt hat, die Liebe. Sie haben sich über Gaben und Ämter und allerlei Zeug gestritten. Ich bin von Paulus, ich bin von dem, ich bin von dem. Mir gefällt es Brother Buddy, mir gefällt es Brother Gary, mir gefällt es Brother Phil. No? Weißt du, was ich fand herrlich? Weißt du, letztes Jahr, ohne zu wissen, ohne was zu sehen, Brother Brad predigte über was. Er ist hingegangen, ohne bedauert zu werden. Und Brother Luke predigte, warum das geschah. Total verschiedene Menschen, aber auf einer Wellenlinie, der Heilige Geist. Na, er hat gepredigt, dass, hey, du spielst mal hier mit, ja, hier Jehu, du hängst dich mit Jehu ab, und nicht Jehu, hier der Gerald, nee, Ahab, dann was? Eines Tages gehst du kaputt, und du gehst ohne bedauert zu werden. Das ist gut. Fragst mal da, was Gott sagt, du bist dabei. Weißt du? Wir haben sich über allerlei Zeug gestritten, anstatt zu lieben. Warum pflegen wir unsere Körper? Hey, schau mal hier, wie die Leute so ein bisschen nicht, die sind älter geworden. Und ich kenne die sagen mir immer, ja, sie werden älter, Herr Weimer.
halt die Klappe. Menschens Kinder. So, ich denke darüber ab und zu nach, ich werde älter. Ja? So? Ja, was sagt der Samuel? Nein, du willst mal, ich denke mal darüber nach, du wirst mal mehr auf 60 zu gehen als 50. Wo wir im Baum abgestellt hatten. Ich fühlte mich wie 15, weißt du? Ich sag mal, halte die Leiber. Ja, schild nicht viel. Ja. Na, seine Frau war auch nicht verhalten. Sie ging ins Haus am wenigsten, ich war da, mein Telefon gucken. Ja, aber warum pflegen wir unseren Körper? Und denke ich darüber nach, ey, ein bisschen zu viele Funde, das ist das Problem in den meisten. Muss man mich ein bisschen bewegen. Na, Nalli? Mal ein paar Burpees machen. Ja? Hey, wir haben mal ein Video, wir zeigen das nächste Woche bei der Neumondfest. Das wächst. Ja, junge Leute probieren mal hier. Was? Partnerplank zu machen. Ja? Ich muss mal eins geben, ich habe das absichtlich gemacht, was Samuel fand es cool, wo wir an den Tag, wo ich den Burpees gemacht habe. Ne? Jetzt mache ich das, weil ich weiß, Christine will die Partnerplanks nicht. Ja? Vielleicht Natalie muss das machen, aber nicht Christine. Christine auch wenn du zuhörst. Ja? Du brauchst mal ein bisschen die tugendsame Frau. Ja. Seid ihr bald dran? Da bin ich das nicht begeistert. Du musst die zwei sehen, das wird fetzen, ne? Was unsere alten Leute machen und was die jungen Kinder machen. Na, die haben irgendwie gesprochen dabei. Nicht, hey, aber wir pflegen unseren Körper, weil wir unser Körperleib lieben. Ja? Und wir sollen einander lieben und pflegen. Weil wenn einer leidet, sollen alle leiden. Wenn einer geehrt wird, ich bin anderer Meinung. Das ist nicht geistlich. Rede mit Gott über Sachen. Das ist geistlich. Es kann durchaus möglich sein, er wird deine Meinung ändern. Durchaus möglich sein. Und ich muss mal wirklich eins sagen. Weißt du, manchmal man macht was Dummes. Gott ist barmherzig und hilft und das alles. Ja? Deswegen bin ich hier als Prediger zu sagen, das ist wirklich gut, das ist, wo Gott dir Tränen in den Augen gibt. Und du denkst daran, wie gut und barmherzig Gott ist. So heulklobig. Deshalb. Und es ist richtig so. Ja? Und es ist richtig so. Und es sind so Leiden und Freude, alles zusammen. Und das ist richtig so. Man soll sich auch nehmen. Wieso ist das so? Ja? Und reden mit Gott über Sachen ist geistlich. Und deine Aufgabe in einem kleinen Christi zu erfüllen ist geistlich. So einfach. Tu es. Ja, tu es. Was kann ich mal machen? Das nicht. Deswegen manchmal man wird nicht, frag nicht. Ja? Das sollst du mal denn das einfach tun, was man fragt und tu mal, erfülle das. Und es wird wirklich gesund sein. Alle. Und guck mal, gehen wir hier, das ist jetzt kostenlos. Sprüche Kapitel 3, Vers. Das ist 8. Schauen wir mal. Weißt du, ich bin das Paulus, ich bin Christus, ich bin Paulus.
Das war deren Sache. Und das ist nicht geistlich. Das ist Akt. Weißt du, das wird deinem Leib gesund sein und deine Gebeine erquicken. Es fängt eigentlich, Vers 5 an. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leibe gesund sein und deine Beine erquicken. Das wird euch persönlich gesundheitlich helfen und die Gemeinde, der Leib Christi, helfen. 281,